Ich bin Susanne Schwarz-Rake. Ich bin Industrial Designerin und war bis zum Oktober 21 Professorin für Designgrundlagen und Produktentwurf an der Weißensee Kunsthochschule Berlin. Nach meinem Diplom in Hamburg an der HFBK bin ich als künstlerische Mitarbeiterin zunächst an der Universität Hannover gewesen, Fachbereich Architektur, und bin dann nach Berlin auch als künstlerische Mitarbeiterin an die UDK gegangen. War daneben freiberuflich tätig, wollte aber das noch intensivieren und bin deswegen zur Ascom in die Schweiz gegangen, habe dort im Bereich Telekommunikation und Automation gearbeitet. Eine sehr spannende Zeit in den 90er Jahren, weil da natürlich sich viel tat. Parallel zur Ascom bin ich noch 1999 im Projektteam gewesen zum Aufbau eines neuen Studiengangs Gestaltung an der damals Fachhochschule Aargau, jetzt Basel. Nachdem das beendet war, der Aufbau, habe ich da auch ein bisschen noch unterrichtet und bin dann aber nach Berlin zurück und bin ab 2004 an der Weißensee Kunsthochschule Berlin gewesen, zunächst als Gast und ab 2009 als Professorin für Designgrundlagen und Produktentwurf bis 2021, genau. Die Besonderheit in Weißensee ist, dass man in dem ersten Studienjahr alle zusammen, also sowohl die künstlerischen als auch die Designfachgebiete, alle Studierenden zusammen die Grundlagen machen. Und danach kommen sie in die Fachgebiete. Und dann habe ich angefangen mit den Designgrundlagen, also Produktdesigngrundlagen und mit der Einführung in Projektarbeit. Und ich habe in der Regel mehrere Kurzzeitprojekte gemacht, um auch so ein Spektrum von Themen abzudecken, die sich teilweise mit Materialien beschäftigten, ausgehend von einem Material etwas zu entwickeln, ausgehend von einem Benutzervorgang etwas zu entwickeln, ausgehend von einer Frage der Form und der Formübergänge oder einer Produktfamilie, ausgehend von solchen prinzipiellen Fragestellungen eben übergehen in den Produktentwurf. Und da geht es natürlich in vieler Hinsicht um Methoden. Und wir haben sehr viel mit sozusagen teilnehmender Beobachtung gearbeitet, wo man eben die Benutzer in dem Prozess einer Nutzung beobachtet und guckt, wo fehlt was, kann man was ergänzen, wo kann man hilfreich sein. Und parallel zu diesen Beobachtungen haben wir Modellreihen entwickelt, wo es auch wichtig war, die Modelle einzeln, die Zustände des Modells einzeln abzulegen und zu gucken, wie sich das weiterentwickelt, um hinterher den eigenen Entwurfsprozess reflektieren zu können. Ein Highlight ist gar nicht so einfach zu nennen, weil es gab natürlich Highlights in der Lehre und es gab auch Highlights in meiner eigenen gestalterischen Arbeit. Und mit der fange ich vielleicht mal an. Ich bin eben, wie gesagt, in den 90er Jahren zur Ascom in die Schweiz gegangen, und zwar, weil mich die Technologie sehr interessiert hat, Telekommunikation. Und weil ich auch sehr interessiert daran war, vor Ort mit der Konstruktion, mit den Entwicklern, mit auch Marketing und so weiter zu arbeiten. Also die Post wurde privatisiert, sowohl in Deutschland als auch in der Schweiz. Für beide haben wir gearbeitet, für die Telekom Deutschland und auch für die Schweizer Telekom. Da tat sich viel und das Telefon wurde sozusagen Konsumgut. Vorher war es ein Mietobjekt und das hatte einen ganz anderen Charakter. Und natürlich die technischen Möglichkeiten wurden auch enorm entwickelt. Innerhalb des Unternehmens hat die Designabteilung sehr viele Möglichkeiten und Spielräume gehabt. Wir haben nicht nur für den aktuellen Markt gearbeitet, sondern auch Studien und Zukunftsspekulation betrieben. Ich habe zum Beispiel noch ein kleines Heft gefunden, 7 Geschichten aus der Zukunft der Telekommunikation, wo beschrieben wurde, wie kann Telekommunikation in Zukunft, welche Bedürfnisse kann es in der Medizin befriedigen, in der Kommunikation insgesamt und in verschiedenen Bereichen des Alltags. Mitte der 90er
war es dann, wo wir ein Telefon entwickelt oder vorgeschlagen haben, Prototypen gemacht haben für ein Telefongerät, was rein Touchscreen betrieben oder das war die Benutzeroberfläche Touchscreen. War damals noch unüblich, weil die noch relativ teuer waren. Die wurden ja jetzt dann mit dem iPhone oder schon vor langer Zeit auch mit dem iPhone dann sozusagen Usus. Aber damals war das noch nicht so marktgängig, weil es einfach noch relativ teuer war. Und dieses Telefon, da haben wir eben den Prototyp, also das Design entwickelt des Gehäuses, aber auch die Benutzerführung, die ja softwaregestützt war und über den Touchscreen eben bedient wurde, wo wir eben auch ja, die Grafik natürlich machen mussten. Und da habe ich mit Michael Renner zusammengearbeitet, der noch heute in Basel sein Büro hat. Es wurde, ich glaube, 97 oder 98 dann auch mit dem IF Interaction Design Award ausgezeichnet. Und wir haben da mit Stereolithografie gearbeitet, schweres Wort. Das heißt, in einem chemischen Bad wurde über Laser Schicht für Schicht ein Prototyp aufgebaut. Und das ermöglichte schon früh im Entwicklungsprozess einfach bestimmte Dinge zu überprüfen, die sonst nicht möglich gewesen wären. Es war so ein bisschen in der Firma durch diese Dinge auch so eine Aufbruchsstimmung, die sich natürlich insgesamt positiv ausgewirkt hat. Verbunden mit dem IDZ bin ich eigentlich schon seit Anfang der 80er Jahre, als ich noch im Studium oder sogar kurz davor war. Gab es im IDZ noch unter Leitung von François Burkhardt eine Entwurfswoche. Essen und Ritual nannte sich das. Ich habe hier in meiner Bibliothek das Buch gefunden dazu. Und es war eine Entwurfswoche mit namhaften Designern wie Sozzas, Mendini und so weiter, Kubelka. Und das war für mich damals sehr spannend. Und später war ich dann 1990 hat das IDZ eine Ausstellung übernommen vom Design Center Stuttgart, Frauen im Design. Da war ich Teil davon. Und da ging es natürlich darum, die Gestaltung oder die Arbeit von Frauen sichtbarer zu machen. Das war der zweite Punkt. Und der dritte Punkt, aktuell bin ich im Beirat des IDZ vom Bundespreis Ecodesign, der ja jährlich mit dem Bundesumweltamt ausgeschrieben wird. Und das ist auch immer eine sehr schöne Erfahrung, da zu sehen, was da alles eingereicht wird. Und das bringt mich eigentlich noch zu einem zweiten Highlight meiner Laufbahn, nämlich an der Weißensee Kunsthochschule Berlin haben wir 2010 das Green Lab gegründet. Das habe ich gemacht zusammen mit meinen Kolleginnen Heike Selmer aus der Mode und Sane Bersiner aus dem Textil- und Flächendesign. Jetzt glaube ich Textil- und Materialdesign. Wir haben das gegründet, weil wir Projekte anbieten wollten, die das Thema Nachhaltigkeit im Design von Anfang an thematisieren, also wo das schon Teil des Projektthemas ist. Und wir haben seitdem jährlich ein Projekt angeboten im Sommersemester immer. Das läuft auch jetzt noch weiter, wo wir uns mit verschiedenen Themen im Bereich Nachhaltigkeit beschäftigt haben. Also sowohl Ökologie natürlich als auch Regionalentwicklung, als auch soziale Projekte und so weiter. Also da gab es sehr, sehr spannende Themen. Zum Beispiel haben wir in einem Projekt, das hieß Postcarbon, mit der Lausitz zusammengearbeitet und es ging eben um Regionalentwicklung. Was gibt es für ein Potenzial der Region, die wir nach der Kohle eben auch nochmal durch Design unterstützen könnten? Dann sind in dem Green Lab-Zusammenhang auch Forschungsprojekte beantragt worden. Zum Beispiel eins, Black Liquor, heißt jetzt Lignolite, genau. Es hat sich ein bisschen verändert. Das Projekt wird weiterhin mit dem Fraunhofer WKI in Braunschweig bearbeitet. Das machen unsere Absolventinnen Esther Kaya Stöger und Janis Kempkins. Zusammen eben mit der Forschung, dem Design und produzierenden Unternehmen werden Materialien entwickelt, die das Lignin,
als Basis haben, und zwar das Lignin als Abfallstoff aus der Schwarzlauge in der Papierindustrie. Ich bin gerade dabei, meine Bibliothek neu zu sortieren und habe dabei 3 Bücher gefunden, die mich in meiner Laufbahn immer wieder inspiriert haben. Das erste war Bruno Munari, Die Luft sichtbar machen, ein ganz schönes Buch von einer Ausstellung, die 95 in Zürich war. Dann ein Buch Formbewusstsein, was auch sehr schön über unseren Alltag und über die Zeit, wie wir mit Alltagsprodukten umgehen, wie wir die Zeit mit ihnen verbringen. Und dann als drittes etwas Things Come Apart von Todd McLellan, der nicht nur sehr schöne ästhetische Fotos von Dingen gemacht hat. Ich suche jetzt mal eins raus. Things Come Apart heißt also eben dem Innenleben von Produkten, die es aktuell gibt. Und er hat nicht nur sehr schöne Fotos davon gemacht, sondern auch in dem Buch beschrieben, wie sich unser Verhältnis zu den Dingen ändern kann, wenn wir sie auseinandernehmen, demontieren, wenn wir sie verstehen dadurch auch und wenn wir sie reparieren können. Und das ist auch etwas, was mich beschäftigt im Zusammenhang mit dem Repair Café hier aus unserem Kiez-Treff, wo wir eben ja, Dinge, die uns gebracht werden, mit den Nutzern zusammen reparieren. Und ja, alle gehen fröhlich raus, weil wir doch den einen oder anderen Erfolg haben.